So, liebe Leute, mir ist es gerade eben, als ich den Part neu gestartet habe, irgendwie nach 30 Sekunden abgestürzt. Also war das vielleicht alles ganz gut. Jetzt fangen wir nochmal an. Ich habe mir jetzt immer gedacht, ich starte jetzt erstmal immer komplett rein und starte dann erst den Part. Ich habe jetzt eben gerade auch zum ersten Mal in meiner Let's Player-Karriere einen Timer gestartet, weil ich dachte, dass ich jetzt eben im vorherigen Part auf die Uhr geschaut hätte, habe ich aber irgendwie doch nicht, weil ganz ehrlich, also die Aufnahmezeit geht auf jeden Fall als ein Part durch, gar keine Frage. Ich dachte irgendwie, ich hatte nur 12 Minuten aufgenommen, voll crazy. Also das Spiel fasziniert mich hier und zieht mich in seinen Bann und ich vergesse völlig die Zeit. So, wir gehen jetzt zu Brass Büro. Und es wurde gespeichert, das ist gut, nicht falls es abstürzt. Okay, ja, dann reden wir mal. Äh, du, 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 du. Ja, können Sie nach der vermutlichen Tatwaffe suchen. So you think that hawk sculpture might be the murder weapon, huh? I'll get my boys to start searching for it immediately. Check back later. Ah ja, okay, das ist dann, also das dauert dann ein bisschen. Das finde ich ganz cool zumindest. Wäre komisch, wenn er sagen würde, ja, hier, ich habe das schon direkt hier irgendwie da. Können Sie Mark Stock auswendig machen? We've tracked every hotel and resort in Vegas. No small task. But we've got them registered at the Romanoff, which is also where their wedding and reception was scheduled. Mark Stock's here to identify his fiance's body. He says he's eager to help. So let's give him a chance. Wow, ach, direkt. Ich finde eigentlich das interessant, dass er nicht selber gleich zur Polizei gegangen ist. So von wegen, meine Verlobte ist nicht da oder weiß es ich was. Oder er hat gedacht, sie hat kalte Füße bekommen. We know this is difficult, Mr. Stock. You have our condolences. You don't have to pretend to feel anything. You didn't know Rachel. Who did this to her? Well, that's what we're trying to find out, sir. Best we can tell, you were the last person to see her alive. That's not true. Then who was, Mr. Stock? Nee, Her killer, of course. Ah, Look, okay. I was only with Rachel another maybe 15 minutes after Ackerman went off to mail a package or something. I had a previous engagement. And what was that? My bachelor party at Orgasma. You mean the strip joint? Yeah. Okay. You think a bachelor party's going down at a library or maybe a church basement? Hey, jetzt mal keine, ey, deine Verlobte ist tot. Ja, aber gut, was wollte ich gerade noch sagen? Irgendwas wollte ich gerade noch sagen und ich habe es jetzt vergessen. Ui, ich sollte nicht so viel rumzischen hier. Nicht, dass das Spiel wieder abstürzt. Okay, wie ist Ihre Beziehung zu Mr. Ackerman? Was ist das für eine Frage? Können wir nicht eher sagen, wie ist Ihre Beziehung zu Ihrer Verlobten? Oder, naja, gut. A guy I used to play ball with recommended him to me. Some favor. As far as I'm concerned, Ackerman's a pretentious sleazeball. His word's as good as the paper it isn't written on, if you get me. And this crap with him and this clown Milton. I don't remember when I was ever so frustrated. Jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Dass er gegangen ist, macht Sinn, weil er hat ja eh keinen Bock gehabt auf diesen ganzen Kunstscheiß. Das so. Und es scheint mir auch nach dieser Aussage, dass er wahrscheinlich keine Beziehung zu Mr. Ackerman hatte. Haben Sie mit Ihrer Frau in der Galerie gestritten? Listen, I loved Rachel. I worshipped that woman. But she had a temper like a rabid monkey, and when Ackerman and Milton started jerking us around over that work, man, Rachel went off like a bomb. When that girl got mad, she'd get in your face and your eyeballs and teeth would melt. Okay, vielleicht ist sie natürlich auch auf den Ackerman losgegangen, ne? Warum waren ihr die Kunstwerke so wichtig? She wanted her natural beauty preserved forever, displayed at the reception so her family and friends and the whole damn world could see her towering majesty. Mhm. Warum haben sie alleine gelassen? Ja, weil er einen Junggesellenabschied hatte. She insisted that damn artist would show up, and the owner was off on his errand. He left the keys with us in case he wasn't back by 6 so we could lock up for him. He gave you the keys to the gallery? Yeah, Rachel and me were supposed to lock up at 6. Ackerman headed out with his package, we had our little fling in back, and then, well, I had a bachelor party to go to. Sie hatten 15 Minuten lang ein kleines, okay. Was meinen Sie mit Affäre? Ja, die haben da halt, ne? Okay.
Wann sind sie gegangen und wohin? Ja, das hat er ja eigentlich schon gesagt, aber wir können es ja gleich nochmal fragen. Aber alles klar, aber dass er den Schlüssel da lässt, dass seine Kunden sollen dann um 6 zumachen. Boah, der Eckermann war einfach voll genervt von den beiden oder besonders von ihr wahrscheinlich. Wann sind sie gegangen? Ja, und warum? Die streiten sich, sie ist voll die Furie und er lässt den Schlüssel, die können doch da durchdrehen und alles umkippen, schmeißen, wisst ihr? Naja, egal. Wann sind sie gegangen und wohin? I was supposed to meet the guys downtown at 6 before we headed for Orgasma and the Bash, so hell, must have been, what, 5:15? And I had to put pedal to the metal to make it on time, even so. Was meinen Sie mit Affäre? Ja, also Affäre hat er so nicht gesagt, aber ich weiß schon, was er damit meint. Oh, you know, just had our fun with some cheap champagne. Ja, habe ich schon verstanden. Was ist mit den früheren Anklagen wegen Körperverletzung? I was a cocky kid, a college star who wound up in the minor leagues. I was too damn dumb to know I should just pay my dues like everybody else. And I made a lot of enemies, throwing my weight and my temper around. And I paid the price for it. That incident got me blacklisted from the league and ended any hope of a major league career. And it was my own damn fault, okay? And since then, hey, man, you're looking at a pacifist. Okay. But maybe you had a relapse, snapped under all this wedding pressure. After that bust, I started seeing a court-appointed shrink, and I am Mr. Chill now. Nothing gets to me, not even Rachel's temper. I look back on how I used to be, and man, I was not cool. I was a world-class ass. That's not me anymore. I loved Rach, and her family was gonna set me up in a sporting goods shop that would have given me a whole new lease on life. You think I would have flushed that down to John like I did my baseball career over an argument about some damn artwork? No way, man. No way. I didn't kill her. I loved her. But there is one situation where I might lose it again. Might have, what'd you say? A relapse. How's that? When you catch this bastard, if I get my hands on him, no guarantees, man. No guarantees. Okay. Ja, also er scheint wirklich auch die Hochzeit irgendwo auch wahrscheinlich gebraucht zu haben. Ich meine, er hat sie geliebt, aber er hat auch trotzdem diese Hochzeit gebraucht, weil ihre Familie wohl doch einflussreicher ist als er oder seine. Dürfen wir ihr Hotelzimmer durchsuchen? Of course. We're on the same team, guys. Gut. Find who did this. Find him. Ist auf jeden Fall schon mal besser als der Eckermann. I can't tell you more than I know. Ja, dachte ich mir. Gut. Wir können jetzt direkt zum Hotelzimmer. Die Frage ist, machen wir das direkt oder befragen wir erstmal weiter? Ich glaube, wir befragen weiter, weil dann könnten wir wahrscheinlich direkt zu den verschiedenen Schauplätzen gehen und dann wieder nochmal alles einsammeln. Weil jetzt sind wir ja gerade so in der Befragungssache drin. Spiel gespeichert, finde ich gut. So. Dann gehen wir doch erstmal auch auf den Patrick Milton. Nathan Eckermann können wir ja danach nochmal machen, den kennen wir ja schon. Können Sie Patrick Milton ausfindig machen? Even a self-proclaimed genius like Patrick Milton can't escape the electric company. And we got his address from their bill. Here you go. Gut. Ach, jetzt kann ich das gar nicht gerade ansehen. Dann gehe ich nochmal. Haben Sie... Okay, das heißt, wir müssen ihn dann besuchen zu Hause oder... Keine Ahnung. Ich dachte, es rutscht auch gleich wieder so rüber einfach. Haben Sie weitere Informationen über Nathan Eckermann? Our friendly neighborhood art dealer opened the gallery 12 years ago and his record's clean. I found some online reviews saying Ackerman is an overcharging, tasteless fraud. But hey, that's no crime. Okay. Da, jetzt gehen wir zum Künstlerstudio. Aber wir bräuchten ja auch mal so eine Vorladung eigentlich für sein Ding. Aber das kriegen wir wahrscheinlich nur mit dem Beschluss, mit dem Beweis, dass da halt irgendwas sein könnte. Weil das war ja auch hier so ein Ziel von uns. Aber gut, dann gehen wir jetzt erstmal zum Künstlerstudio. Für die Befragung. So Serieneinschnitte immer, das ist irgendwie ganz witzig. Der sieht auf jeden Fall sehr nett aus. Ihn kann ich jetzt wieder wahrscheinlich nur um Tipps fragen. Okay, da kann man ein bisschen reingucken in seine Bude da hinten. Malt er da gerade an ihrem Bild? Wahrscheinlich.
Sind Sie Patrick Milton? And if I am? Las Vegas Crime Lab. Murder investigation. Are you Patrick Milton? Yes, all right, yes. I'm Patrick Milton, but I don't know anything about a murder, you say? Yes, sir. We have a few questions. You mind? You better make yourself clear about how this supposedly involves me, because I'm on a deadline. I'm an artist on commission here, and I have a painting to finish, and I'm trying to grab a window of solitude while these damn construction workers are on break, whatever they're doing. My God, the noise lately here. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das Gemälde muss nicht mehr fertig werden. Ihr Auftraggeber wurde ermordet. Ist das klar genug? What? Which commissioner? You don't mean Rachel? You don't mean Rachel Maddox, do you? It's not possible. There's no one on the planet more alive than Rachel. How did it happen? Blunt force trauma, Mr. Milton. The murder weapon may have been a statue. Possibly one of yours. The perched predator is missing from the gallery. My lord, no. The hours, the months that went into that? Was it stolen? Please tell me it wasn't destroyed. It's one of my most valuable works. Ja. Naja, man kann schon verstehen, aber schon krass, so eine Aussage zu treffen natürlich, obwohl wir hier über einen Mordopfer sprechen. Was sollte ich gerade sagen? Ich finde übrigens die Synchronsprecherarbeit, also auch wenn es nur Englisch ist, finde ich wirklich toll bisher. Muss ich echt sagen. Finde ich gut gemacht. Wo waren Sie gestern zur Tatzeit? Ich hoffe, die Tatzeit wird eben auch genannt. Well, right here, of course. I mean, I practically live in this studio. The demands on me as an artist are unceasing. Okay, jetzt sagen wir hier nochmal die Zeit. Da können Sie beweisen, dass Sie zwischen 17 und 18 Uhr hier waren. I live and work alone. But you already know I had no reason to leave until this artwork was finished. Haven't you been listening? Nur, dass du eigentlich einen Termin hattest auch dort und das vielleicht hättest ihr sagen sollen oder so, dass du immer noch da unter Hektik dran arbeitest. Ich kann nicht reden. Warum sind Sie nicht in der Galerie erschienen? Haven't you talked to my patron, the esteemed Nathan Ackerman? He called me and tore me a new one, and I decided the best thing to do was to stay home and get this painting and sculpture completed before Rachel's wedding day. I've been bunkered in here slaving ever since. My intention was to deliver everything tomorrow, right before the wedding. I couldn't see wasting time dealing with Rachel. There was a lot to admire about her spirit, her intelligence, but she was frankly the worst-tempered woman I ever met. The most difficult client I ever encountered. I figured the less contact with her, the better. Okay, kann man verstehen. Da genau das Gemälde von ihr. Können Sie uns mehr über den Anruf von Mr. Ackerman sagen? Well, from my point of view, it was entirely unprofessional and even hostile. I deserve better from someone I worked with for so long. You have no concept how much money I've made for Nathan Ackerman. But at least I didn't get caught up in a screaming match. I let the answering machine get it. Ach He ja. wanted me to drop everything and get over to the gallery. It was pretty clear from how frazzled he sounded. He had his own generous serving of Rachel Maddox at her worst. Das So you're denke ich. telling me you didn't drop by to set Ackerman and your client straight? Hell no. Hat er doch gerade Nathan gesagt. I can handle. But as overworked as I am, dealing directly with Rachel Maddox, I didn't need that grief. Well, frankly, my intention was to avoid seeing her at all. She'd be at the wedding, and I'd be at the reception ballroom dropping off the art. Call me a coward, but you people never saw Rachel in full flaming bitch mode. Manchmal habe ich das Gefühl, weil er ja nochmal die Sachen auch so wiederholt, dass das so verschiedene Antworten sind, für verschiedene Fragen natürlich. Und wir können ja hier alle stellen. Es wäre interessant, wenn man hier jetzt was stellen würde und dann würde vielleicht eine andere auch rausfallen. Und somit hätte man ja die Antwort, weil jetzt haben wir zweimal ungefähr eine ähnliche Antwort oder die halt die gleiche Information aus zwei verschiedenen Antworten bekommen. Wisst ihr, was ich meine? Aber ich versuche wahrscheinlich hier immer noch Kritik an diesem Spiel aufzubauen, weil es mich so fasziniert. Okay. Genau, das fand ich gerade interessant, wegen dem AB. Können wir das Tonband mitnehmen? I guess you can take it. Klasse. Dann können wir das uns audiomäßig dann anhören im Labor. Was haben Sie für eine Beziehung zu Rachel? Well, it began cordially enough. She was a big admirer of my work, owned a number of my bird and animal sculptures.
She approached me to do these special paintings to be displayed at her wedding reception. And I told her I rarely did the human form. I'm a nature artist, you see, and I have a knack for just slightly idealizing reality. Well, she did have her charming side, you know, and she said, well, I'm one of nature's best works of art. Are you up to capturing me? How could I turn her down? And the money wasn't bad either. And as I say, I would have delivered the painting and sculpture on time. Nick of time, but on time. Right at the reception ballroom. I'm almost done now. Did you contact Rachel or Ackerman to tell them about this change of plans? No. And before you condemn me as rude and egocentric, let me just say, you never had a deal with Rachel Maddox. You have no idea the hoops she made me jump through. Sounds unkind now that she's dead, but really, I wanted to keep her waiting. Let her, no other way of saying this, suffer a little, like I had. Let her squirm and stew. But my lord, I would never wish anything like this upon her. Ja, ich kann es so ein bisschen sogar verstehen, wenn er jetzt so sagt, wenn sie auch meint, sie ist das Schönste, was die Natur hier hervorgebracht hat, ist natürlich schon, ja, gut. Wie würden Sie Ihre Arbeitsbeziehung mit ihr beschreiben? In a word, rocky. She was a lovely girl, but rich and spoiled. At the beginning, she posed live for me, but she was so demanding. Kept leaving her modeling pedestal to see what I was doing. Literally look over my shoulder. That, oh hell, that was just maddening. Finally, I just banished her from my studio. I'd already taken photographs of her in the desired pose, and these were sufficient reference. And photos don't talk back, nag, or interfere with the artistic process in any way. Mhm. Ist das da hinter Ihnen das Gemälde von Rachel? That's it, and it's going well. I'm almost done with it, but I guess there isn't any hurry now. Pity. Despite her ugly side, Rachel was a beautiful woman and a worthwhile subject. Ja, das hätte natürlich auch echt so, ja, er hätte sie ja auch wie so einen Vogel darstellen können, zum Beispiel, ne? Also sie so. Er hat halt einen gewissen Stil. Obwohl ja da auch noch ein paar mehr Frauen auch hängen. Macht es Ihnen etwas aus, Field, wenn wir uns ein bisschen umschauen? Actually, yes. The Maddox Stocks wedding commission is only part of what I have on my plate. And I've been battling headaches and back problems, what with all this horrendous construction racket going on, starting at 7 a.m., including weekends. Do you have any idea how difficult it is to concentrate? Okay, das. Ach ja, die Eichhörnchenhaare, das habe ich schon vergessen. Das kann ich sogar verstehen. Noch besser als dieses blödsinnige Laber vom Ackerman. Benutzen Sie Pinsel mit Eichhörnchenhaaren. I usually use red sable, but I probably have a few squirrel brushes, yeah. The victim's clothing revealed a paintbrush hair. And you consider that unusual in an art gallery. You have any idea how many artists work in this town? Hundreds. And you'll find thousands of squirrel hair brushes. Good luck to you. Ist es okay, wenn wir ein paar ihrer... Ja, aber das können wir ja dann nicht beweisen, nur weil sein Pinsel auf das Haar passt. Obwohl, eigentlich schon, ne? Jedes Haar ist doch unterschiedlich, wahrscheinlich auch von Eichhörnchen. Naja, man könnte die DNA vielleicht rausfiltern von dem Eichhörnchen. Ist es okay, wenn wir ein paar ihrer Eichhörnchen-Haarpinsel mitnehmen? Was für ein Wort. Look, I'll cooperate. I know you have a job to do. But understand that I have a job to do myself. Take what you want. And then please, leave me to my work to myself. Art doesn't happen. It's a struggle, and I need my solitude. And it may seem callous, but I consider finishing my artwork a higher priority than finding whoever killed Rachel Maddox. Dig into her life, and you'll find as many people not sorry to see her dead as you will squirrel hair brushes. Was? Er hat am Ende noch irgendwie was gesagt, was auch gar nicht mehr da stand. Aber ich denke, irgendwas hier mit, weiß ich, was mit dem Brush ist. Muss ich mir nochmal anhören. Ich habe jetzt gerade nicht richtig drauf geachtet. Mache ich eine Bearbeitung. Wenn ich das nicht vergesse. Oh, hier können wir sogar gleich was machen. Normalerweise können wir das ja immer nicht. Aber ich wollte gerade sagen... Was wollte ich gerade sagen? Also ich glaube nicht, dass er es war. Ich glaube, der ist echt so halt so ein einsamer, in Anführungsstrichen einsamer, halt verschrobener Künstler und... So, da kann ich doch bestimmt ein Haar draus ziehen, oder? Ja, alles klar. Eigentlich eins reicht wahrscheinlich auch nicht, aber ist okay. Aber ich habe die Dose hier auch noch. Aber ich kann auch nichts mehr dran machen. Alles klar. Gut, dann habe ich auch... Gut. Und ich habe auch keine weiteren Fragen. Hey, do you need a hint? Nope. Dann gehen wir zurück. Nochmal zu Brass, würde ich sagen. Mal gucken, ob der irgendwas Neues hat.
Once you've got enough evidence, I'll hit up a judge. Okay, für halt die Vorladungen, falls ich denn in beide denn reinkommen möchte. Wahrscheinlich muss ich das auch. Gut, ja dann müssen wir ins Labor nochmal gehen. Halt, was sagt eigentlich mein... Gut, mein Timer sagt 20 Minuten. Ach komm, das können wir jetzt schon noch machen, würde ich behaupten. Warte mal, wo muss ich hin? Ach, wir müssen ja eh noch ins Hotelzimmer. I'm so sorry. Siehst du, Leute, das machen wir jetzt noch. Oh ja, hier. It's a nice pad. Not what I expected, though. This girl spends thousands on artwork for the wedding, but she opts for the junior suite. People and their priorities. Ja, warum soll sie denn Tausende auch für ein Hotelzimmer? Naja, gut. Ist ja auch wurscht. Also, hier liegt auf jeden Fall irgendwas. Ackerman Fine Art Studio. Wahrscheinlich der Vertrag zwischen den beiden. Ich würde mir das gerne mal näher anschauen, kann ich aber nicht. Beweist ja, was wollen wir denn hier machen? Fingerabdrücke wahrscheinlich oder sowas? Oder einfach ein Foto? You'll want a different tool for that. Ist okay, dann mal wieder, ich darf wieder keine Fotos machen. Dann, achso, oder sammeln wir das einfach ein? Ja. That artwork was definitely due the day of the murder. For 5 paintings by artist experimenten. The price of 90.000. Genau, okay. Okay, 60.000 hat der... 60.000, genauso wie viel wie die Statue kostet. Hat der Ackerman schon bekommen. Genau, und die letzten 20.000... Ach, sind dann nur 80.000 anscheinend. Ich habe 90.000 gelesen. Werden dann, ja, wenn die Paintings fertig sind, gedingst. Okay. Okay, das kann ich mir jetzt hier nicht weiter anschauen. Alles klar. Gut, dann haben wir das eingepackt. Ja, wann wird die Wäsche gemacht? Das würde ich auch gerne wissen. So. Ah, wir müssen uns das Tape auch noch dann anhören. Ne? Aber gut, wir müssen ja mehrere Sachen noch im Büro machen. Ach, da kann ich nur mit ihm reden. Was ist hier? Eine Nummer. Ja, pack wieder ein einfach wahrscheinlich. Brass can track down this number for us. Gut. Das hat doch bestimmt sie gemalt. Das war doch nicht er, oder? Okay. Alles klar. Hier liegt echt einiges rum. Schöner Blick auf jeden Fall. A good idea to be thorough, but nothing's there. Artist inspired by tree stump. Okay. Why not? Was ist hier? Wow, the European honeymoon of a lifetime. Not anymore. Wohin wollten die denn fliegen? Toll, darf ich mir nicht anschauen. Ich darf es auch nicht mitnehmen. Aber es wäre doch auch irgendwo... Naja, wäre kein Beweis. Nee, stimmt nicht. Ja. Ich würde gerne wissen, wohin die fliegen wollten. A good idea to be thorough, but nothing's there. Mann, es hätte ja hier irgendwo so ein Tape noch, ne? Oh, okay. Da blitzelt doch schon wieder irgend so ein... Da sind doch schon wieder Drogen in der Pflanze, das sehe ich doch. Kann ich darüber? Okay, kann ich. Warum liegt das hier so? Können wir das einpacken? We need to detect something before we can collect. Genau, jetzt habe ich es auch endlich mal gecheckt, was er damit meint. Ich muss erst auf diese Untersuchungsdinger, bevor ich irgendwas, also ich muss erstmal was finden, bevor ich irgendwas einsammeln kann. Ich wollte halt das ganze Hemd mitnehmen, aber das darf ich wohl nicht. Das heißt, wir können, ja, Blutspuren, natürlich. Ah, oh, Taschenlampe. Die hatten wir vorher noch nicht drin. Okay, man sieht jetzt nichts. Ah, die bleibt dann sogar so drauf. Das ist schön. Wie ist denn, wenn wir jetzt... Getrockneter Blut sehe ich ja jetzt nicht. Das heißt, wenn ich jetzt Luminol benutze... We need to collect this, not detect it.
Okay, darf ich nicht. Darf ich es jetzt, weil ich es jetzt sehe, im dunklen Bereich einfach einpacken? Oh Gott, ich verstehe. Oh, da ist aber auf jeden Fall was drauf. Das heißt, ich musste erstmal etwas finden. Ich habe das Hemd vorher nicht gesehen. Ich musste erst die Taschenlampe... Seriously? Okay, ich reg mich nicht auf. Ich dachte schon, ich bin doof. Okay. Ja, jetzt nehmen wir... Ja, das könnte ja getrocknetes Blut sein. Das heißt, wir nehmen jetzt mal dieses Methylviolett wieder. Close. Try using a similar tool. Gut, dann nehmen wir doch das Luminol jetzt, weil ich bin mir nicht sicher. Ist okay. Oh, das ist aber Blut. Aha. Warum hat er Blut am Hemd? Das wird jetzt langsam spannend. Wattestäbchen. Weil ich meine, sonst würde es ja nicht leuchten. Es muss Loop sein, wollte ich sagen. Blut. Mhm. Alles klar. Da hinten, komme ich da dran? Jetzt nehme ich den Part schon wieder, ne? Was nehme ich denn jetzt schon wieder? Ich nehme schon wieder länger auf hier. Egal, wird es halt auch wieder ein längerer Part. Kann ich hier irgendwo dran? Was ist mit dem Koffer? Da muss A good idea to be thorough, but nothing's there. Das wissen wir nicht, weil ich kann es nämlich gar nicht sehen. Ich müsste eigentlich erstmal die Taschenlampe rausholen. Ja. Gut, ja, dann haben wir hier wohl alles. Scheint so. Hier darf ich ja auch nicht einfach mal... man könnte hier auch nochmal einfach ein bisschen mit Luminol rumsprühen. Gut, dann geht zurück. Da sieht es immer noch so aus, als würde irgendwas drin liegen. Nein, da war ich schon. Ja, geht zurück. Ich weiß. Entschuldigung. Ich habe gerade so ein bisschen blöd rumgeklickt. Gut. Nee, dann haben wir ja alles. Da kann ich nur noch ansprechen. Gut. Dann gehen wir jetzt zurück. Nochmal ins Labor. Nein, Labor wollte ich ja eh erst das nächste Mal machen. Genau. Genau. Nee, dann höre ich jetzt hier erstmal auf. Wir können nochmal zu Brass Büro gehen. Da wird es auch gleich nochmal gespeichert. Ah, wir können ihm die Telefonnummer geben, genau. Das machen wir noch gleich. That phone number was to a ticket theater broker. A clerk there remembers Rachel arguing with her about ticket prices. Mhm. Okay. Once you got enough evidence, I'll hit up a judge. Alles klar. Gut. Nee, dann mache ich jetzt hier erstmal Ende und dann sehen wir uns das nächste Mal nochmal im Labor wieder und mal gucken, in welche Richtung sich das Ganze hier entwickelt. Ob jetzt ihr Verlobter auch Blut am Shirt von ihr hat, das hat er auch gemeint. Boah, ich weiß nicht. Okay, ich bin gespannt. Ich finde das Spiel, es macht mir super Spaß und ich werde diesen Fall, denke ich, also heute auf jeden Fall, also jetzt hier heute, also alles an einem Tag sozusagen. Ich hatte ja vorhin eine längere Lücke oder so. Lücke? Naja, egal. Aber ich werde den auf jeden Fall heute noch komplett zu Ende machen. Es gibt übrigens 5 Fälle, falls es euch interessiert. Und dann, ja, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ich freue mich. Tschö.